Wir stehen hier vor einer dreiteiligen Arbeit von Jürgen Klauke, die Transformer heißt, aus dem Jahre 1973. Eine Arbeit, die wir kürzlich zusammen mit einer privaten Sammlung für das Museum erworben haben. Und für mich ist diese Arbeit in mehrfacher Hinsicht sehr bedeutsam. Zum einen lässt sich daran sehr schön Klaukes innovatives Verhältnis zum Medium der Fotografie und dem Einsatz der Fotografie als Medium zeigen, weil er zusammen mit einigen Kollegen, also ich nenne hier die Blumes, Katharina Sieverding, Urs Lüthi und international kann man sicherlich auch Cindy Sherman nennen, die Fotografie davon befreit, eigentlich ein dokumentarisches Aufzeichnungsmedium zu sein. Bei ihm ist sie plötzlich, und das verbindet ihn auch mit einer internationalen Szene, ein performativ grundiertes Inszenierungsmedium. Das heißt, die Fotografie wird befreit davon, die Wahrheit zu sagen, das Moment des Indexes des Fotografischen, dass das Bild immer mit der Wirklichkeit verknüpft ist und eine Wahrheit in dem Sinne zeigt. Die ist hier nicht mehr relevant, sondern alles wird zu einem Inszenierungstheater. Der eigene Körper, die Fotografie, alles dient dem, eine Situation zu erzeugen, die in dem Sinne nicht mehr auf den Aspekt der Wahrheit und der Wirklichkeit einzahlt. Der zweite Punkt, der hier wirklich sehr wichtig ist, ist die Inszenierung, die Jürgen Klauke selbst auf diesen Bildern vollzieht, bei denen man sieht, dass die Idee von männlich und weiblicher Binarität keine Rolle mehr spielt. Was wir hier sehen, ist das Ich in einer Inszenierung, die sozusagen Geschlechtlichkeit als Rollenmuster kennzeichnet. Jenseits von geschlechtlichen Festlegungen auf dieses binäre Mann- und Frau-Muster erschafft Klauke hier eine Welt der sexuellen Uneindeutigkeit. Das ist das Gegenteil von einem Mann, der eine Frau sein will, oder eine Frau, die ein Mann sein will, sondern es ist die Uneindeutigkeit des Geschlechtlichen per se. Es ist die Idee der Konstruktion der eigenen geschlechtlichen und sozialen Identität über eine Inszenierung. Also eine Befreiung von binären geschlechtlichen oder Rollenmustern. Und das ist in dieser Zeit, wie gesagt, wir befinden uns 1973, auch ein Akt der Befreiung, der natürlich heute, wenn man die Gender-Diskussion nimmt, wieder an ganz neuer Aktualität gewinnt. Das ist ja auch ein Qualitätskriterium von Kunst, dass Künstler Bilder schaffen, die auch noch nach 50 Jahren wieder aktuell sind oder noch aktuell sind. Das schafft Jürgen Klauke hier. Natürlich muss man auch den gesellschaftlichen Kontext dieser Zeit mitdenken, wenn man diese Bilder sieht. Es ist die Zeit der Rebellion, es ist die Zeit des Street Fighting Man, weniger des Street Fighting Woman. Es ist immer noch eine sehr männlich kodierte Welt. Und wir sehen auch in diesem relativ aggressiven Rot und in diesem Habitus, in dem sich Jürgen Klauke uns präsentiert, dass es natürlich auch um soziale Anarchie, um Rebellion gegen das Establishment, gegen bürgerliche Werte, gegen verklemmte bürgerliche Moralvorstellungen geht. Also der Agent Provocateur Jürgen Klauke ist hier auch natürlich sichtbar und er ordnet sich ein in einen breiten Horizont, bei dem man natürlich Lou Reed mit Transformer, diesem legendären Album, oder Iggy Pop oder David Bowie, also alles Strategien einer androgynen, uneindeutigen Inszenierungsweise von Geschlechtlichkeit auch nennen muss. Aber all das fließt hier zusammen. Und drittens sehen wir auch, dass Jürgen Klauke uns auch zeigt, dass hinter den Masken, hinter den Rollen immer nur eine neue Maske, eine neue Rolle steckt. Wenn man das dritte Bild nimmt, dann hebt er die Maske und lässt einen auf sein Auge schauen, aber das ist natürlich auch wieder nur eine Maskierung. Also die Maskeraden des Ichs, des sozialen wie geschlechtlichen Ichs, lassen sich nicht mehr auflösen zu einer eindeutigen Identität.